es ist egal, was da dazwischen passiert. Solange ich das ja will, komme ich dahin. Wenn das, was ich möchte, wenn ich das auch auf meiner Seelenebene will, dann werde ich dort landen, egal wo ich gerade drin stecke. Ja, es waren immer die, hast du neulich gesagt, die nicht aufgegeben haben und die an das geglaubt haben, was sie wollten. Und das gehört jetzt auch zu dem, was ganz, ganz wichtig ist, was wir jetzt zu tun haben. Oder? Möchtest du was dazu sagen? Ich finde das auch so. Ja, aber wie können wir das machen? Worin besteht das, dass wir daran glauben, was wir wollen? Oder wie können wir das für uns wach behalten, was wir wollen? Also wenn wir was wollen, dann wollen wir was. Ja, aber bei dir ist das ja sowieso so. Ja. Nur deshalb bist du ja überhaupt hier. Und immer noch hier. Ja. Ja, genau. Aber das ist ja manchmal im Alltag nicht so einfach. Dann weiß man nicht, wovon man die nächsten Rechnungen bezahlen soll. Dann weiß man nicht, ob man seinen Job behalten kann. Dann weiß man nicht, wie das alles weitergehen soll mit den derzeitigen Umständen. Und da ist es ja nicht so einfach. Kannst du da etwas dazu sagen, wie das einfacher werden kann? Also zuerst müssen wir uns überlegen, was wir wollen. Und also zum Beispiel eine heile Welt. Und wenn wir das aus uns selbst heraus entscheiden, dass wir das möchten, dann ich finde das kompliziert, weil wenn ich wirklich was will, dann ist das so. Also ich kann das jetzt nur von mir erklären und also wenn ich etwas habe, wo ich finde, ich möchte, dass das so wird und das aus mir selbst heraus entscheide, dann ist das ja ein Entscheid und der bleibt dann so. Also außer ich habe einen guten Grund, warum das jetzt nicht mehr so ist. Aber wenn ich keinen Grund finde, dass ich das umändern sollte, dann ist dieser Entscheid da und das ist dann wie, man steht dann hier und das Ziel, also das, was man möchte, die Entscheidung, das ist dann da. Und zum Beispiel eine heile Welt und wenn wir dann merken, der Alltag ist kompliziert oder wir wissen nicht, ob wir den Job behalten können, dann stelle ich mir wie vor, das ist so eine Achterbahn und es ist egal, was da dazwischen passiert. Solange ich das ja will, komme ich dahin. Die Frage ist nur, wie viel Geduld ich brauche. Das hast du sehr schön gesagt. Aber solange ich wirklich was will, dann kommt man auch dahin. Aber manchmal braucht man einfach viel Ausdauer und Geduld und hat dann vielleicht Situationen, wo man denkt, also wenn ich hier bin, dann komme ich nie im Leben dahin. Aber wenn das sowas ist, dann sage ich mir immer, dass wenn das, was ich möchte, wenn ich das auch auf meiner Seelenebene will, dann werde ich dort landen, egal wo ich gerade drin stecke.
Da muss halt ein Wunder passieren. Genau. Und das Wunder, das können wir beschleunigen. Ja. Also je mehr wir sind, desto schneller können wir das, was wir ein Wunder nennen, was ja eigentlich nur ein Ingangsetzen von Gesetzmäßigkeiten ist, oder? Würdest du das auch so sagen? Also das, was wir ein Wunder nennen, ist eigentlich nur, dass wir zum Beispiel, wenn wir ganz, ganz viele Menschen sind, die eine heile Welt wollen, unter einer heilen Welt, das ist für mich ganz, ganz kurz gesagt, wo es einfach allen Wesen gut geht. Und wenn wir da ganz, ganz viele sind, die diese Absicht ganz, ganz so felsenfest, wie du das eben so schön beschrieben hast, ins Feld setzen, dann können wir dieses sogenannte Wunder herbeiführen. Aber eigentlich ist es eine Gesetzmäßigkeit.